Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder die Zeit gefunden hast, mich zu begleiten. Es ist jetzt schon nach 11:30, aber das hat jetzt geschüttet die ganze Zeit. Und glücklicherweise gibt es irgendwelche Apps und dieses Regenradar. Und da habe ich dann gesehen, dass das jetzt etwas trockener wird. Und ja, wenn man filmt und fotografiert, ist es natürlich nicht so toll, wenn das schüttet. Dann kommt immer nicht viel bei raus. Und da ich dich ja mitnehmen will, nun ja, habe ich ein wenig gewartet. Es sind heute wieder ein paar Höhenmeter. Ich möchte über den Töpfer und noch ein paar andere Aussichtspunkte wieder zurück zu meinem Auto. Wären so ungefähr 11 Kilometer. Es wird eine schöne Tour. Ich werde heute wahrscheinlich weitgehend alleine sein. Egal zu welcher Zeit, weil, was siehst du das? Da zieht gerade dieser Dunst drüber. Die Wolken hängen heute sehr tief. Wir sind hier ungefähr auf 400 Meter. Ich habe die Nacht wieder im Auto geschlafen. Ich habe mich doch wieder zu dem Bad in Olbersdorf getrollt. Aber dort ist wirklich ruhig. Sehr, sehr ruhig die ganze Nacht. Und ja, Frühstück wie gestern. Beim Bäcker wie gestern. Lecker. Jo, geht mir gut. Heute wird wahrscheinlich nicht so viel mit Schwitzen werden. Dafür werde ich ein bisschen mit Feuchtigkeit, zumindest wenn es von den Bäumen herabtropft, zu kämpfen haben und mit matschigen, rutschigen Wegen. Aber das beeindruckt mich nicht so sehr. Außerdem habe ich ja Zeit. Wie lange ich brauche, ist ja meine Sache. Das Auto kann dort ewig stehen, also von daher ist es gut. So, würde ich sagen, gehen wir einfach mal los und suchen unseren Weg nach oben in den Nebel. Ich denke, mit der Fernsicht wird es heute nicht ganz so prickelnd werden. Das ist übrigens hier alles Trinkwasserschutzgebiet, also Einzugsgebiet für irgendwelche Brunnen. Und schon geht wieder Ruhe ein. Haben wir gerade noch den Zug gesehen, der hier fahrplanmäßig verkehrt. Teilweise mit offenem Wagen. Da werde ich ein bisschen besser aufpassen müssen, wo ich hintrete. Weil die Wurzeln sind durch die Feuchtigkeit ziemlich glitschig, rutschig. Aber der Weg an sich, Mann, 45 Minuten habe ich länger in Erinnerung. Aber nicht vergessen, ich war Kind. Und wenn man Kind ist, ist alles viel größer, weiter. Da ist der Olli wieder am Pusten. Puh. Gespensterwald, hä? Oh. Da haben wir schon ein paar Felsen, die sich schemenhaft abzeichnen, die ich gestern schon gesehen habe. Vom Eubin aus. Wow. Mitten aus dem Nichts.
stehen wieder die Felsen da. Jo. Gut, oder? Man kennt das Ganze aus dem Elbsandsteingebirge mit diesen Kiefern. Aber das hier muss ich auch nicht verstecken. Ich bin nicht sicher, ob das dieselbe Epoche ist, derselbe Ursprung. Aber denkbar wäre es. Puh, hier muss ich große Schritte machen. Guck mal. Nö, das ist mir zu groß. Da macht der Olli die gemütliche Variante hier. Muss auf die Wurzeln aufpassen. So, da geht es hier rum. Da habe ich meinen gelben Punkt wieder. Wow. No, das ist doch mal was. Der liegt gut da oben, oder? Ei. Wenn der runterfällt, bleibt nicht viel. So wie es war. Da ist ein Kamin. Ja. Aha. Also mir gefällt es hier. Sehr interessant, aufschlussreich. Und hier kommen diese Höhlen. Na dann. Naja. Hier haben auch schon einige gelagert. Auch ein bisschen Feuer gemacht. Aha, da kann man durch. Oh. Das ist mal was anderes. Da kannst du klettern. Also für alle Kletterer lohnt sich hierher zu fahren. Ich wiederhole mich, wa? Aber das sieht doch sehr verwunschen aus. Mystisch, magisch. Oh. Bei trockenem Wetter, ohne schweren Rucksack, hätte ich es wahrscheinlich probiert. Aber gucken wir mal, wie weit ich hier komme. Und beim Bergauf kraxeln ist natürlich das Hochkommen wichtig, aber auch immer an den Rückweg denken. Und dann auf so mickrigen Felsen die Bergwacht rufen. Immer dran denken, die Leute machen das überwiegend ehrenamtlich. Gerade als ich hier so durch den Nebel stapfte, habe ich mir Folgendes vorgestellt. Irgendwo hinter so einem Felsen, hinter einem Felsvorsprung, kommt auf einmal so ein Gnom davor, ein Zwerg mit einem riesengroßen, dunklen, braunen Hut, Moos drauf und ein paar Zweige, ein paar Blaubeerbüsche, stellt sich mir in den Weg und fragt mich, wohin des Wegs? Auf den Gipfel, wohin sonst? Warum
Warum so spät? Fürchtest du den Regen? Nun, ehrlicherweise müsste ich mit Ja antworten. Ich fürchte ihn zwar nicht, aber es macht keinen sonderlichen Spaß. Entweder durchgeschwitzt unter der Regenjacke oder ohne Regenjacke komplett angeregnet den Rest des Tages zu wandern. Das zähle ich nicht zu meinen Favoriten. Der Zwerg überlegte wahrscheinlich, was er mit mir anstellen sollte. Ob er mich gleich in einen Stein verwandeln oder mir noch einige meiner geistigen Ergüsse entlocken sollte. Nun, was denkst du, wie die Geschichte ausging? Spinn mal ein bisschen weiter. Was hat er gemacht? Oder hat er mich gar ziehen lassen, weil ich ihm zu langweilig war? Bin ich gespannt, ob dir eine Lösung einfällt. Weil ich gehe hier gerade gute Steigung hoch. Aber das wollte ich so und es taugt mir. Ja, was macht dieser Gnome, dieser Zwerg? Oder gibt er mir gar seinen Hut? Glaubst du nicht? Hast du eine Ahnung, wozu solche Waldbewohner fähig sind? Olbin-Aussicht mit Töpferbaude. Olbin-Aussicht sollte das nächste Highlight sein. Ja, die Aussicht in den Nebel heute. Aber ja. Wow, was für eine Aussicht. Die Olbin-Aussicht. Hey, wenn ich dir das jetzt zeige, haut es dich von den Socken. Glaub mir's. Gott, der Weg hat sich definitiv gelohnt. Soll ich das mal zeigen? Echt? Willst du wirklich sehen? Okay, dann gehen wir noch ein bisschen ran, damit du noch ein bisschen mehr siehst. So, das ist jetzt hier so ein schöner hoher Punkt. Jetzt weiß ich, wie der andere Felsen. Ich habe ihn gesehen. Siehst du ihn? Brütende Henne nennt sich das Teil. Da war ich auch schon. Ist das eine Aussicht? Hä? Krass. Bin ich heilfroh, dass ich jetzt hier bin und nicht vor 2 Stunden losgelatscht. Weil das hätte hier oben überhaupt keinen Spaß gemacht. Hörst du die Bahn? Ich denke schon. Was mir übrigens aufgefallen ist, nicht nur hier an den Birken und an den Buchen teilweise, auch an den anderen Bäumen, die haben, weil es so viel geregnet hat, ist jetzt meine Theorie, gehört? Gut. Meine Theorie, durch den vielen Regen und dieses für die Bäume gute Klima, nicht fürs Baden gehen, für die Bäume gutes Klima, haben die nochmal ein Stück Ast und Blätter nachgeschoben. Die sind wesentlich heller, die sind später gekommen und sind auch wesentlich kleiner. Also die haben die nachgeschoben. Sozusagen, die Natur hilft sich wieder mal. Hey, ist das cool? Ist das mystisch? Passend zu meiner Geschichte mit dem Zwerg. Wie findest du das? Jetzt sieht man sie deutlicher. Ich hoffe, du kannst sie auch sehen. Also dieser Vogel, brütende Henne. Und das sieht tatsächlich so aus, oder? Als ob da hinten jeden Moment ein Ei rauskommt. Gib's zu. Zoom mal ein bisschen ran, wenn du das kannst. Ich kann das hier. Ich mache mal die andere Kamera. Da zoom mal ein bisschen ran. Also solche Tage haben auch was. Also morgen wird es wahrscheinlich regnen wie verrückt. Das muss ich mir überlegen, was ich mache. Aber heute ein Tag wie im Oktober. Da wäre es allerdings bunter. Aha. Jo, das war es erst einmal. Ich glaube, wir sehen uns oben an der Töpferbaude. So, jetzt habe ich es geschafft. Ich erreiche hier die Töpferbaude. Oh, ist Licht drin. Scheint offen zu sein. Hier fährt auch so eine Bahn ab, der Olbiner Gebirgsexpress. Okay. Wow, ist ja sogar voll. So, jetzt gehen wir noch darauf. Ja, Töpfer.
von 1905 bis 1909 gebaut. Und wenn diese Figur hier keine Schildkröte ist, dann weiß ich es auch nicht. 50 cm breit die Treppe. Also im Winter, wenn es glatt ist, sicher eine Herausforderung. Auf geht's! Yeah. So. Oh, da unten ist Olbersdorf. So, jetzt erkläre ich dir mal die Aussicht. Waltenberg 43 Kilometer, siehst du das? Ich denke deutlich, oder? Zittau, Kraftwerk Turów, 15 Kilometer, das ist das. Du erinnerst dich? Landeskrone, 33 Kilometer, genau. Leute, der Weg hat sich gelohnt, ne? Ist nichts mehr verschwommen. Cool. Ich würde vorschlagen, wir gehen wieder runter. Mal sehen, vielleicht ist drinnen doch noch ein bisschen Platz. So ein warmes Essen. Ich habe keinen Hunger, Kruzzi, finden wir. Ich habe keinen Hunger. Nach einer Stunde kommt so eine Hütte. Da kann ich mir was zu essen basteln. Da mache ich aus meinem eigenen Zeug. Gut. Hä? Habe ich zu viel versprochen? Jetzt reißt es gerade auf. Ein Traum. Beautiful. Wow. Taube? Oh, muss ich hin? Weiß ich nicht mehr. Erwischt. Weil erst hier kommt die brütende Henne. Keine Ahnung, was das vorhin war. Oh Mann, Spinnenheld. Da. Da ist brütende Henne. Ist das besser zu erkennen? Ich glaube schon. Da war das andere, das Küken. Ich gucke noch mal im Internet. Ich schreibe es dir drunter, was war. Ja. Ja, mei. Passiert halt. Ja. Ne? Gehen wir weiter. Also wenn man hier mal gewaltig vom Wetter überrascht wird, gibt es unzählige Möglichkeiten, sich zu verstecken, vom Wetter geschützt zu sein, sich auch, wenn man entkräftet ist, ein bisschen ausruhen, pfeift der Wind nicht so rein. Hier gibt es auch wieder einen Überhang, da noch einen großen Überhang. Viele Möglichkeiten, sein Leben und seine Gesundheit zu schützen, wenn es denn notwendig ist. So, nach einer kurzen, ich glaube, das sind nicht mal 10 Minuten vom Töpfer, Wanderung, komme ich jetzt zur böhmischen Aussicht. 575 Meter über normalen Null. Bzzt. Allerdings ist die Aussicht hier nicht viel tiefer als die vorherige. Aber ich würde sagen, wir zwei, wir versuchen das nochmal. Wir geben jetzt alle unser Bestes und versuchen, da was zu erkennen, okay? Und Action! Cool, oder? Super. Also ich weiß nicht, ob du das erkennen kannst, aber das sieht aus wie so ein Wolfgesicht, Bär, Wolf. Das ist das Erste, was mir in den Sinn kam. Also hier hat es ziemlich viel geregnet, weil überall stehen auf den Felsen die Pfützen. Hier hat mal jemand so einen Übergang gemacht, oder? Ne, der hat sich
selbst gelegt. Bin ich hier am Scharfenstein. Bahnhof Teufelsmühle. Nee, da will ich überall nicht hin. Ich würde gerne in diese Richtung weitergehen. Mal gucken, was der Plan so sagt. Rastplatz am Scharfenstein. Sieht doch cool aus. Scharfenstein, Scharfenstein. Große Felsengasse, Kammloch. Aha. Aha. Ja, gucken wir einfach mal, wo das hier noch hingeht. Auf jeden Fall will ich jetzt da rauf. Jetzt geht's mal da rauf. Alles Stufen. Ich glaube, wenn ich oben bin, werde ich wieder ganz schön pusten. Lebensraum am Fels. Das ist hier die Edmundshütte. Hier werde ich wahrscheinlich wenigstens was trinken. But not more. Aber hier könnte man notfalls schlafen. Die Bänke sind wohl bereit. Aha. Ja. Teelicht stehen 100 da. Aha, aha, aha. Also. Ist hier live dabei. Live und in Farbe aus dem Zitterer Gebirge. Jetzt. Hey, der Witzka. Die Felsen sind ein bisschen rutschig. Ne, ich glaube, das reicht. Ich habe den Rucksack hinten drauf. Da ist wieder Eubin. Keine Ahnung, wer die übereinander gestapelt hat. Aber der versteht sein Handwerk. Das sind Wege. Sehr schön. So mag ich Wanderwege in den Bergen. So. Okay, das war's für heute. Wenn es dir gefallen hat, wenn du ebenso viel Spaß daran hattest wie ich, wenn es manchmal ein bisschen feucht war, also zumindest für mich, für dich vielleicht nicht so, hoffe ich zumindest, dann würde ich mich freuen, wenn du das sichtbar honorierst, dass dir es gefallen hat, dass du das zum Ausdruck bringst. Du kannst gerne kommentieren oder deine Erfahrung reinschreiben, würde mich freuen. Wie gesagt, für Vorschläge bin ich immer dankbar. Und ansonsten wünsche ich dir, dass du gesund bleibst, dass du Spaß am Leben hast, dass du mir gewogen bleibst, neugierig und geh ab und zu vor die Tür. Also, tschaußen, dein Olli. Bin hier gerade am Rathaus von Eubin und hier gibt es einen Abenteuerspielplatz mit Grillplatz. Das ist eine coole Hausnummer. Ein Abenteuerspielplatz mit Grill. Hier ist der Grillplatz. Jetzt schauen wir mal. Aber das ist natürlich geil hier. Ich muss noch ein bisschen was dran machen. Pass auf. Ich zeig dir das mal.
Die Nutzung des Grillplatzes ist kostenpflichtig und nur nach Anmeldung Touristinformationen gestattet. Aber so schaut es hier aus. Also, ich lehne mich jetzt mal weit raus, aber wenn hier so eine Gruppe mehrerer Leute kommen, die können das rechtzeitig anmelden und dann haben die hier einen Grillplatz. Hier ist noch eine Feuerstelle, noch ein Pavillon. Das ist ja mal eine Hausnummer. Ganz ehrlich, hier ist auch noch ein Grill. Touristisch gesehen, muss ich sagen, ist Eubin. Ich meine, an dem Rathaus an der Rückseite muss noch ein bisschen was gemacht werden, damit es nicht zusammenfällt. Da ist ein Stück Holzfassade dran. Aber das habe ich noch nirgends gesehen. 2 Grillplätze, das ist krass. Und ein Spielplatz für die Kiddies. Also hier kann man richtig schön Party machen, ohne jemanden zu stören.